Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Daniel and Reinhard are back. Daniel und Reinhard sind zurück. And we are back with a passion. Und wir sind mit einer Leidenschaft zurück. A translation that's called passion. Eine Übersetzung, die Leidenschaft heißt. So let's continue to Romans chapter 8. Lasst uns also in Römer 8 weitermachen. So look at verse 6. Schau dir Vers 6 an. For the sense and the reason of the flesh is death. Denn der Sinn und die Vernunft des Fleisches ist der Tod. But the mindset controlled by the Spirit finds life and peace. Die vom Geist beherrschte Gesinnung aber findet Leben und Frieden. You know, this scripture is something so beautiful and so powerful. Diese Bibelstelle ist so schön und so kraftvoll. And I will tell you why. Und ich sage dir warum. You see, for me personally, how I like to read the Bible is I find keys in every statement. Ich persönlich lese die Bibel gern so, dass ich Schlüssel in jeder Aussage finde. Maybe it's just my own style, but I like to pick out a key and the key I can apply. Vielleicht ist das nur mein eigener Stil, aber ich suche gerne einen Schlüssel raus, den ich dann anwenden kann. And many times one word is a key word that unlocks a whole thought of the Bible. Oft gibt es ein Schlüsselwort, das mir einen kompletten Gedanken der Bibel entschlüsselt. So look, the first thing he says is for the sense and reason of the flesh it brings death. Hier heißt es zuerst, denn der Sinn und die Vernunft des Fleisches ist der Tod. You know, I think, and I have mentioned this in one of my lives or one of my devotions, I don't remember, my opinion about death. Ich erwähnte bereits in einer der Andachten oder einem Live, was meine Meinung über den Tod ist. You know, the Greek word for death, you know, one of the meanings actually, it literally is separation. Eine der Bedeutungen für das griechische Wort Tod ist Trennung. And I think if we see death as a separation and not as the end of something, the picture becomes much clearer. Und ich denke, wenn wir Tod als eine Trennung sehen und nicht als das Ende von etwas, wird das Bild viel klarer. You know, people who are not saved will face eternal death. Menschen, die nicht gerettet sind, werden den ewigen Tod erhalten. I do not believe that this means that they will be eternally non-existent. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass sie in Ewigkeit nicht mehr existieren. Because nothing God created has been created to be extinct. Denn nichts, was Gott erschuf, wurde gemacht, um ausgelöscht zu werden. Since God is eternal in nature, everything he creates is eternal. Da Gott von seinem Wesen her ewig ist, ist auch alles, was er erschafft, ewig. So what did God say? Was sagte Gott also? He said, don't eat from the tree because from the day on that you will eat, you will die. Er sagte, esst nicht von dem Baum, denn vom Tag an, da ihr davon esst, werdet ihr sterben. And people have interpreted this because they haven't understood death. Und Leute haben das, weil sie Tod nicht verstehen, so ausgelegt, That from the day on they started to eat, the process of death began to start. And then one day they just died. dass von dem Tag an sie davon essen, der Prozess des Todes beginnt, bis sie eines Tages dann sterben. I do not see that. Ich sehe das nicht so. What happened the moment they ate? Was passierte im Moment, wo sie aßen? The moment In dem Moment. they died. Sie starben. How did they die? Wie sind sie gestorben? If death is separation, then they died. Wenn Tod Trennung bedeutet, sind sie gestorben. They were now separated from God as well as from the Garden of Eden. Sie waren nun getrennt von Gott, als auch vom Garten Eden. So they lived in this beautiful harmony with God, which right now it was separated because of their sin. Sie lebten in dieser herrlichen Harmonie mit Gott, die nun aufgrund ihrer Sünde abriss. Think Ephesians 2 verse 1 says, Epheser 2, Vers 1 sagt, we were dead in sin and trespasses. wir waren tot in Verfehlungen und Sünden. And people have said many times, oh, we were spiritually dead. Und Leute haben oft gesagt, oh, wir waren geistlich tot. What does it even mean? Was heißt das überhaupt? What's spiritually dead? Was ist geistlich tot sein? You know, when you were a sinner, you were not non-existent, Als du Sünder warst, war es nicht so, dass du nicht existiertest, but you were separated. sondern du warst getrennt. You and God were separated. That means you were dead. Du und Gott wart getrennt, das heißt, du warst Gott gegenüber tot. So here's what the Bible is teaching us. Die Bibel lehrt uns Folgendes. The sense and reason of the flesh, which means if we live by the impulses of the flesh, Der Sinn und die Vernunft des Fleisches, das bedeutet, wenn wir nach den Impulsen des Fleisches leben, remember, it is not talking about your sinful nature. denk daran, es geht nicht um deine sündhafte Natur. So if you live by the impulses of your selfish, self-focused nature, the only result is death. Wenn du also nach den Impulsen deiner egoistischen
egoistischen, selbstzentrierten Natur lebst, ist das einzige Resultat der Tod. I have a beautiful eye-opener for you. Ich habe einen schönen Augenöffner für dich. Paul never wrote these letters to sinners. Paulus schrieb diesen Brief nicht an Sünder. He actually wrote it to Christians. Er schrieb ihn tatsächlich an Christen. So I believe he's saying this. Ich glaube also, dass er Folgendes sagt. If you as a Christian live motivated by your own selfish instincts and desires, Wenn du als Christ motiviert von deinen eigenen egoistischen Instinkten und Wünschen lebst, the result is separation. ist Trennung die Folge. Separation from what? Trennung wovon? See, you have to read the context. Du musst den Zusammenhang lesen. He says that if you live driven by the instincts and desires of your selfish nature, the result is separation. Er sagt, wenn du getrieben von deinen eigennützigen Instinkten und Wünschen lebst, ist Trennung die Folge. Then he says, but. Dann sagt er, aber. I love the divine but. Ich liebe das göttliche Aber. But the mindset controlled by the Spirit finds life and peace. Aber die vom Geist beherrschte Gesinnung findet Leben und Frieden. So look. Schau, He says death and then he says life. er sagt Tod und dann sagt er Leben. The Greek word is zoe. Das griechische Wort ist Zoe. The word that's used here for life means a life in abundance, a life in victory, a life in incredible peace and joy. Das hier für Leben verwendete Wort bedeutet ein Leben im Überfluss, im Sieg, in unglaublichen Frieden und Freude. A life of the same quality as Jesus. Ein Leben von derselben Qualität wie Jesus. So look at this. Schau her, You choose. du wählst. Remember what God said to the people of Israel in Deuteronomy? Erinnerst du dich, was Gott dem Volk Israel in 5. Mose sagte? Today I set before you life or death, you choose. Ich habe euch heute Leben oder Tod vorgelegt. Ihr entscheidet. Nothing has changed. Nichts hat sich geändert. In this aspect, nothing has changed. In dieser Hinsicht hat sich nichts geändert. Every time you choose to live by the impulses of your own self-focused and selfish nature, you choose separation from abundant life. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, nach den Impulsen deiner eigenen, selbstfokussierten und eigennützigen Natur zu leben, wählst du die Trennung vom Leben in Fülle. Because death is put together in the same context with life. Denn Tod wird im selben Zusammenhang wie Leben verwendet. Reinhard, why does God bless me? Why does God not bless me? Reinhard, warum segnet Gott mich nicht? Reinhard, why do I have so many problems in my life? Reinhard, warum habe ich so viele Probleme in meinem Leben? Reinhard, why can't I make a relationship work? Reinhard, warum scheitern meine Beziehungen? Reinhard, why don't I prosper? Reinhard, warum habe ich keinen Erfolg? May I suggest that maybe your life is in such a mess because you have chosen death, Darf ich dir nahelegen, dass dein Leben so chaotisch ist, weil du den Tod gewählt hast, which is the opposite of abundant life. der das Gegenteil vom Leben in Fülle ist. So if you choose a self-centered, selfish and self-focused life, you are choosing separation from abundant life. Wenn du ein egoistisches, selbstzentriertes, eigennütziges Leben wählst, dann wählst du die Trennung vom Leben in Fülle. This is so deep, we have to keep going tomorrow. Das ist so tiefgehend, damit müssen wir morgen weitermachen. See you tomorrow. Bis morgen!